Ja, eine ganze Family ist da. Sie haben einen Wohnbus. Es ist ein NAW. Das wird jetzt wie ausgesprochen, sag mal. NAV? NAW. NAW. Ja. So. NAW, ja. So, wir sind in der Schweiz. Du kommst aus welchem Kanton? St. Gallen. Ja, St. Gallen. Das ist deine Frau? Genau. Du bist die? Carol. Ja, und du heißt? Thomas. Und du? Heinz. Heinz. Ja, du hast einen tollen. Ist es dein Sohn hier links? Oder? Schwiegersohn. Schwiegersohn, ja. Sag mal so, Wohnbustreffen. Du bist auch Wohnbus-Fan? Du hast selber einen Bus, oder? Nein, aber nur kleiner. Kleiner. Welchen hast du? Genau. Der Chef hier sagt Joghurtbecher. Die dürfen hier nicht rein. Also weiße Ware, oder was hast du? Zu klein für auf diesem Platz. Aber er ist die gefahren, jahrelang. Er ist Buschauffeur. Er ist Buschauffeur, okay. Ich zeig dich mal gerade, du hast gesagt, du kannst mich so nicht filmen, ich sehe aus wie ein Hippie. Aber ich habe dich extra mal angesprochen, denn der Lifestyle hier ist ja relativ entspannt, muss man sagen, oder? Das heißt, hier schminken so ein kleines bisschen morgens, oder was machst du? Gar nichts, nein. Okay. Wasser. Wasser. Genau. Okay, super. Was hat das für einen Vorteil, so einen Wohnbus zu haben? Ich meine, abgesehen davon, dass es so ein Lifestyle ist, den nicht jeder lebt, oder? Vorteil, ja, Freiheit, ja. Du kannst wirklich überall hinfahren. Hast alles dabei, was du brauchst. Ja, du könntest jetzt auch praktisch jetzt irgend so einen Knaus holen, Bürstner, weiße Ware, damit rumfahren. Das bist nicht du, oder? Wir haben uns so ein bisschen nach oben gearbeitet, sagen wir so. Okay. Wir hatten es und wir sind immer größer geworden. Haben es gesehen in Frankreich und fanden es einfach cool mit einem alten Auto und ja, da gehört vieles mehr dazu. Basteln und ja. Alter ungefähr von dem? 30 Jahre. 30 Jahre. Das ist jetzt historisches Kennzeichen schon? Ob das schon so eine. Aber ich glaube, es bringt nicht mehr viel in der Schweiz, weil die Schwerlastabgabe ist jetzt auch für historische Fahrzeuge seit diesem Jahr, glaube ich. Nein, ja, aber wenn es als Wohnbus eingetragen ist, eben nicht. Dann zählt es nicht. Ja, genau. Also bist du bei 650 Franken im Jahr für die Schwerlastabgabe. Genau. So, das heißt, als Wohnmobil könntest du auch diese spezielle App benutzen. Das geht aber nicht bei euch, oder doch? Nein, das ist in Deutschland, aber hier bezahlst du einfach einen Pauschalen und in Deutschland, Österreich ist es noch ein bisschen anders. Also Muss ich mich aber auch noch einlesen. Muss ich noch einlesen. Ist er neu, der Bus für dich? Ja. Ja. Wie lange habt ihr den? Was ist das? Im letzten Herbst haben wir ihn angeschafft und waren Pfingsten zum ersten Mal unterwegs. So, und du bist diesen Bus gefahren, so einen ähnlichen? Oder? So ähnlichen, ja. Der Zustand vom Bus, was denkst du? Ist sehr gut. Sehr gut. Fürs Alter. Rost? Keiner. Gar kein Rost. Praktisch keiner. Aha. Laufleistung, was hat er gelaufen? 1 Million. 1 Million. Ja. Merkt man das? Eine Million? Nein. So, das heißt, der fährt nochmal 1 Million, oder was? Hoffentlich. Hoffentlich. Je nach Fahrer. So, die sind ja gebaut für die Ewigkeit. Werden die noch so gebaut, die Busse, die Qualität von heute? Wieder, ja. So. Wieder neu, ja. So, was habt ihr jetzt gemacht? Das heißt, ihr habt Sitzplätze, 5 Stück. Das heißt, können 5 Leute mitfahren? Oder? 7, ja. Ich darf mal rein? Ja, logisch. Komm, ich geh mal rein. So, vorsichtig. Nur rein. Hier vorne hast du ein Fell mit drin, der ist zum Leben. Halligalli, was ist das? Spiel. Das ist ein Spiel. Ist das gut? Sehr. Ja. Sollen wir mal tauschen? Ich nehme die Kamera. Dem haben wir einen Bus angeschaut. Ja, stimmt. So, ich Ja. habe einen Sohn. Ja, genau. Ich habe auch einen Sohn, der ist 10. Ja. Okay. Warte, ich zeig mal gerade hier vorne. Das ist alles noch original. So, das heißt, da waren damals Pommes und Eis war verboten hier. Genau. So. Das heißt, einen Hamburger dürfen wir essen. Ja, genau. So, hier vorne hast du einen Nothahn, das heißt, die Tür ist zu öffnen. Hier vorne ist alles noch original im Fahrerhaus, mehr oder weniger. Teppich und so habe ich selber reingemacht, ja. Wenn es jetzt sehr heiß ist, waren jetzt 35 Grad hier drin, hat er eine Klimaanlage? Ja, genau, hier. Wo? Kann ich zeigen. Der hat eine Klimaanlage. Ja, hier. Da. Ah, jetzt habe ich es, okay. Verstanden. Hier vorne ist Erste Hilfe. Genau. Dann kannst du hier vorne aufmachen, natürlich entgegengesetzt, wenn es sehr heiß ist, dann geht die Luft auch rein. So, dann Sitzplätze. Ausbau, wie lange warst du dran? Ja, ich hatte ein bisschen Hilfe. Wir waren zu zweit, also mit einem jungen Schreiner und haben einen Winter durchgebaut. Komplett. Die ganze Freizeit ist da reingegangen, ja. So, du hast einen Gasherd mit drin, einen ganz normalen, Ja. Electrolux, Ja. Italien.
Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich war jetzt gerade in Italien, da ist überall Electrolux, deswegen kam ich drauf. Oder ist das eine Schweizer Firma, Electrolux? Der Name ist, glaube ich, aus der Schweiz, aber das Produkt wird wahrscheinlich, keine Ahnung, wo. Du musst mal gerade deine Frau holen, ganz kurz bitte, sei mal so lieb. Ja, Carol, Maschine kommen. Du musst ein Herz stehen. Nein, das nicht. Hey! Ich habe reingeguckt, ich habe ja vorher gar nicht reingeguckt. Das ist einer der schönsten Ausbauten, die ich je echt ohne Scheiß. Wenn ihr mal gerade reingeht, mal in den Bus rein, ich muss mal gerade ein Foto schießen fürs Startbild. Das Kind am Tablet macht ja wieder super. Ja, nein, das ist meiner, ist 10. Wie alt ist er? Ja, 10. 10. Ja. Meiner ist auch 10, der hängt den ganzen Tag. Der hat mich vorher gefragt, darf ich? Der ist Fortnite. Und Ja, nein, hat er nicht. Fortnite noch nicht. Du gehst mal rein und du vielleicht mal gerade dazu. Was muss ich tun? Nee, ihr müsst gar nichts machen. Ihr müsst einfach nur am besten mal auf der linken Seite, da stört ja nicht so viel. Ich mache mal gerade einen einzigen Schuss fürs Startbild. Nehmt euch nochmal einen Arm. Schon wieder. Ja, ich weiß, weil ich brauch ein Bild gerade. Boris, du musst auch noch kommen. Unglaublich. Das ist ja der Hammer, was ihr gebaut habt. Das ist echte Eiche, oder? Furniert. Furniert. Ja. So, das heißt, ihr habt das Ganze aufgearbeitet, ihr habt ein großes Spülbecken reingemacht. Der Schreiner hat es aber drauf, oder? Würde ich sagen, ja. Eichenboden, Ja. Rustikal. rustikal. Edler als in unserem Haus, Ja. definitiv. Ja, man schläft auch gut drin. Sehr. Extrem. So, dann habt ihr richtig viel Platz. Bleibt mal gerade da stehen. Ich zeige das mal gerade. Ich schieß mal gerade hier rein, wie viel Platz ihr habt und wie viel Stehhöhe. Es war uns sehr wichtig, dass wir nicht alles zubauen mit Schränken und so, sondern dass es offen und luftig bleibt. Machen alle falsch. Also gerade Wohnmobile haben Schränke oben. Du kannst gerade so wie so ein Schlauch. Genau. Ist das ein Problem im Sommer, dass die Sonne stark hier reinkommt? Oder? Ist sehr angenehm. Also von, Erster Sommer, aber ja, eigentlich geht's. Ihr habt die Luke mit drin. Ihr könnt nicht so viele lüften. Fenster öffnen? Oder nein, geht's? aber wir haben Lüfter raus und reinblasen, zweimal. Okay. Und ja. Hinten Türe, vorne, Mitte. Boah, ist der ein Hammer. Vorhänge fehlen noch, die kommen da noch Die überall. kommen noch. Genau. So, ist das die Fahrtnummer, wie viel habt ihr jetzt auf? Der 3 oder 4. Also, Der ist ganz neu, der Bus. ja, also 39 Jahre alt. Nein, ich meine, es ist der Ausbau. genau. Praktisch das erste Mal. mit uns. Die Farben habt ihr schon gewählt. Ich finde das Pastell toll, oder? Frau. Ist es deine Sache? Ja. Okay. Bin Das ich. Schwarz mit der Eiche, weil Eiche kann man ja auch schnell erdrückend wirken. Genau. Ja. So, dann habt ihr einen Kühlschrank drin. Ihr habt ja 230 Volt an Bord, oder? Ja. Ja. Und ein Haufen Rein Bier. sicher etwas raus. Zeig mal. So, hier vorne hast du Weißwein. Weißwein, Bier, Alkohol. Raclette, Gestern die hatten wir Schweizer, Raclette, genau. Habt ihr echt Raclette gemacht? Ja. Die Schweiz. Mit Kerzen. Ja. Drin oder draußen? Oder? Drin. Das heißt, es hat wahrscheinlich geregnet, oder? Gestern. Genau. Ja. Es gab ja schweres Unwetter hier. Der Rhein war überschwemmt. Habt ihr mitbekommen? Unten die Autobahn? Doch. Gestern. Gestern Nacht. Ich war um 11 Uhr nachts, war die ganze Autobahn gesperrt Richtung Bregenz und wir mussten außen rum, ja. Und Fendertunnel war zu, also ganze Verkehr angehalten, der komplette Rhein gesperrt. Also es war Hochwasser. Ja, wir haben gestern auch Wasser geschaufelt. Weil es hat, glaube ich, den ganzen Tag hat's geregnet, oder? Ich hätte noch die Möglichkeit, um ein bisschen das Auto nach oben zu lassen per Luft und dann, Wie viel? Wasser hat. wenn es zu viel Wasser hat, kann ich ein bisschen nach oben. Ja, was sind das? 15 cm vielleicht. Die das hochmachen kannst. Oder runter. Ja, nicht Okay, krass. Also ich weiß gar nicht, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Also Küche erstmal 1+ mit Sternchen. Dankeschön. So, die Kaffeemaschine ist das Wichtigste bei einem Schweizer. Die ist nicht uns. Nein, Die ist nicht euch. Nur wegen Schwiegereltern. meinen Eltern reingestellt. Sonst machen sind wir, Mokka. machen wir auf dem Herd. Da vorne hast du jetzt, das ist auch klasse. Wo hast du denn das her, hier den Halter? Galaxus.ch. Galaxus.ch. So, habe ich schon mal gehört, die Werbung, die da ist. Genau. So, lass mal, Das nächste Mal hat er auch so eins drin. Genau. so jetzt gucke ich mal gerade noch am Boden, so Kleinigkeiten. Die Dusche ist ja wohl ein Kracher. Wer kam denn auf die Idee? Was war denn das mal? War das eine Dusche? Haben wir machen lassen. So. Was war das, ein Fass oder? Nein, das ist neu gemacht. Edelstahl, oder was ist das? Normaler Stahl. Normaler Stahl. Dann, Eigentlich wollte ich einen alten Boiler nehmen, aber wir sind zu einem, der so Sachen tief zieht. Und der hat uns da einen guten Preis gemacht, weil ja, die Leute finden das immer cool, wenn du so etwas umsetzen willst und die unterstützen dich eigentlich überall. Ja, alle haben uns sehr unterstützt.
So, wenn du gute Ideen hast. Das macht aber auch Sinn, das genau so zu machen, oder? Genau, ja, wir konnten geplant war es hinten gegenüber von der Toilette, Ja. aber da kann man nicht mehr stehen, weil er hinten ein bisschen höher wird. Und dann kannst du nicht mehr stehen mit dem Duschkopf. Und dann mussten wir das alles verschieben. Und hier wollten wir nicht eine fixe Kabine machen, weil es wieder alles zumacht. Und wir wollten alles offen. Das heißt, die Blickachse von vorne nach hinten ist ungestört. Genau. Mehr oder Ihr, weniger. ihr schlaft hier links und rechts? Ja, So, und der Sohn hat sein eigenes Reich da hinten? genau. Weil wir gehen ein Jahr reisen. Bitte was? Ein Jahr gehen wir ab Winter. Bist du Multimillionär, oder? Dass du das Überhaupt kannst? nicht, aber und dann braucht er sein eigenes Zimmer mit Türe, dass er sich da mal ein bisschen... Geht ein Jahr reisen. Winterfest ist ja nicht, das heißt, es geht so ein bisschen in den Süden, oder? Genau. Ja, wo geht's hin? Spanien, Frankreich, Portugal und wo es dann noch so schön ist. So, und da sagst du zu mir eben noch, ich sehe aus wie ein Hippie. Und dann wirst du aber ein Jahr lang, dann wirst du aber ein Jahr lang dieses Leben führen. Das ist schon Luxus, ein Jahr Auszeit, oder? Sehr. Und was machst du normalerweise? Reitlehrerin bin ich. Du bist Reitlehrer. Gut, das ist ja Freizeit, oder? Ja, sehe ich auch so. Und du, was machst du nochmal? Ich bin in der Schuhindustrie. In der Schuhindustrie, das lassen wir mal offen. So. Genau. Die Schweizer in der Schuhindustrie. Genau. Die Zuführung, also ich zeig mal gerade, das ist die Armatur. Da muss man sich aber schon viele Gedanken machen. Frischwasser, wie viel hast du an Bord? 150 Liter. 150? Plus 40 Liter Boiler. Plus Boiler, also fast 200 Liter. Ja. Dann hast du hier eine ganz normale Duscharmatur hier drin. Ja. Druckwasserpumpe nehme ich an. Ja. So. Okay. Ich muss es echt wirken lassen. Das ist eins der besten Raumkonzepte, die ich je gesehen habe. Das Einzige, wo ich mir Gedanken machen würde, ist wirklich die Sonne. Also da habe ich ein bisschen Angst. Geht gut. Wirklich, ja. Ja. Das sind die Kassen. Er steht auf einem Parkplatz, auf einem Teerparkplatz, ganzjährig und wir haben da drin gearbeitet jetzt im Sommer und es geht. Ja. Ist isoliert und eben, er ist auch wintertauglich. Er ist wintertauglich. Der hat die Radiatoren drin, also mit Wasserheizung. Nee, es ging mir nur um die Scheiben, dass die Doppelverglast. doppelverglast. Okay. Gut, ist ein Schweizer Bus. Ja. Das sieht man so nicht, weil ich sag mal, die Scheiben doppelverglast hast du ja normal nicht in den Reisebussen mit drin. Ja. Das ist ja kein Reisebus. Das hier war ein Bus, ein Postbus? Was Ja, war das? genau. Okay. Wenn du mir mal kurz erklärst, für Leute, die keine Ahnung haben, die Postbusse, die haben ja nicht nur irgendwelche Pakete transportiert, sondern das ist hier das allgemeine Beförderungsmittel für alles. Das heißt, da wurden damals die Pakete, die Leute wurden transportiert, alles. Genau. Das war hinten, in diesem Bereich waren die Pakete. Ja. Da konnte man den Sitz so aufklappen und alle Pakete hinten reinwerfen und vorne saßen die Leute. Ich bin so froh, dass wir uns gerade eben getroffen haben. Das hier ist wahrscheinlich auch das gute Galaxus.ch. Das? Ja. Ja, genau. Ich kenne das ja noch nicht. Wichtigste von allem ist natürlich der Bieröffner direkt am Eingang. Was ist das für einer? Der ist von Werkzeug.ch. Der ist super, da bekommst du alles, wenn du einen Bus ausbauen willst. Werkzeug, warte, ich zeig mal, W-A-E-R. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Kennt hier jeder auf dem Platz. Ja, genau. Der ist ein Winterthur. Ich kenne das nicht, ja. Aber warte mal, W-A-E-R-C-H-Z-U-E-G, wie man spricht quasi, .ch. Ja, das ist Dialekt. Ja. Schweizerdeutsch. Wahrscheinlich war nur noch die Seite frei. Die werden wahrscheinlich nicht nach Deutschland liefern, so wie es ist, ja. Was ist hier dahinter? Ein Spiegel? Der hat noch keinen Platz gefunden. Der sollte noch aufgehängt werden, aber Schminken und Rasieren. Gut, Schminken ist ja nicht bei dir. nicht unbedingt. Rasieren. Und Rasieren auch nicht bei dir. Ja. Auch nicht? Okay. Und, ach so, du hast einen Jeden Bart. Tag rasieren, ja. Okay. Genau. So, dein Sohn, der heißt wie? Das ist Moritz. Hallo Moritz. Hast du Bammel irgendwie jetzt ein Jahr wegzufahren oder ist das schön? Wird schon gehen, oder? Ja. Und, natürlich die Freunde und so, die bleiben zu Hause? Ja, Und nimmst sie mit dem Besten? Ein Jahr. dann wird es ein bisschen zu eng, auch bei diesem Auto. Okay, und es soll wann losgehen, nächstes Jahr, oder? Das Ziel wäre, das haben wir gesagt, wenn der Winter einbricht, vielleicht nach Weihnachten oder irgendwie so. Dieses Jahr noch? Ja. Aber da müssen wir noch ein bisschen Sachen planen. Was zum Beispiel? Was zum Plan? Schule. Okay. Ähm, Ach, der geht in die Schule schon? Also 10 Jahre, das heißt, du gehst jetzt demnächst aufs Gymnasium oder wie ist das in der Schweiz? Erst Grundschule? Oder? Also nach den Ferien, also nach dem Wochenende, gehe ich in die 5. Klasse, ja. Und, ja.
Gut, das heißt, er macht im Prinzip ein Jahr Auszeit oder macht er Schule unterwegs? Wahrscheinlich, ja. Ja. Es gibt so ein paar Optionen, aber ja. Ja, die meisten sind jetzt auch im Prinzip Lehrer nach der Pandemie, können dann... Also ich kann ihn lernen, wie man so einen Bus umbaut. Genau. Das habe ich drauf. Der hat schon drauf, dein Papa, oder? Das heißt, bauen kann er. Du warst natürlich dabei beim Umbau ein bisschen? Ja. Ist das viel Arbeit, viel Staub gewesen, viel Dreck? Ja. Okay. Der war jetzt entsprechend draußen der Bus oder wo habt ihr den umgebaut? In der Halle? Nein, draußen. Draußen? Ja. Die ganze Zeit? Ja. Auch im Winter? Ja. Da war es kalt, oder? Ja, ab und zu. Aber Okay. geht gut. Ist gut isoliert. So, ich zeig mal gerade dein Reich. Darf ich das mal zeigen? So, du hast einen dicken Bären dabei. Der ist ja riesig. Du hast ein eigenes Bett hinten. Du kannst ja auch zumachen hier hinten. Ja. Unglaublich. Ist das schön hier zu schlafen? Überall Fenster rundum. So. Da ist es mit drauf. Sieht man alles. Ja, ich habe ja auch einen Roadtrip gemacht mit meinem Sohn, der ist auch 10 und wir waren unterwegs, das war die schönste Zeit. Während der Pandemie waren wir 8 Wochen unterwegs ohne Mama. Die Mama wollte nicht mitfahren, die hat gesagt, ich bleibe zu Hause. Sie will mal ein bisschen Entspannung. Wir hatten die Hunde frisch, das war so. Und die Zeit werden wir nie vergessen. Mein Sohn, der sehnt sich noch bis heute nach. Und ein Jahr lang mit Papa unterwegs sein, das wird cool. Ja. Du surfst, was machst du? Ein bisschen so Wellenreiten, aber noch nicht so gut. Und ein bisschen Biken. Okay. Und ja, Aber ich glaube, die Zeit wird schon rumgehen, oder? ja. Okay. Sag mal, die Betten, das habt ihr richtig schön auch gemacht mit den Bezügen. Das Ganze muss ja auch so zweckmäßig sein, dass es tagsüber auch schnell umgebaut werden kann Genau. vom Schlafen als Sofa. Und das Zeug, das wandert dann unten drunter, oder? Genau, wir haben die Decke und so ist da unten und dann kann man es auswechseln am Abend und wieder runterstopfen. Sag mal, wenn man ein Jahr fährt, da nimmt man wahrscheinlich ein bisschen was mit. Oder hast du nur ein T-Shirt dabei? Oder? Ja, wir haben Platz. Sag mal bitte, wo das? Das heißt, du hast hier unten drunter? Wir haben überall diese Gasfedern, jetzt ist noch nicht schön Ja. eingerichtet, aber jedes Bett hat diesen Schrank unten drin. Das heißt, jeder hat seinen eigenen Schrank. Genau, und so mussten wir halt eben auch wieder nicht die Fenster verbauen, sondern wir haben jetzt einfach liegende Schränke. Liegende Da Schränke. müssen noch Abteile rein für längere Reisen, aber Okay, das heißt, ihr könnt duschen hier drinnen. die Toilette ist hier. Die Toilette ist da, sag mal bitte. Eine Trenntoilette, was habt ihr Ja, drin? genau. Ganz einfach. Okay, das sieht aus wie eine Trillino. Genau. So, eine Trillino ist drin. Die ist ziemlich gut, muss man sagen, denn die Leute, die sich nicht auskennen, die sollen sie mal ausprobieren. Die mit der Kurbel, da gibt es so Tests, wo die Leute nicht ganz zufrieden sind. Die Trillino okay. riecht man gar nicht, oder? Also bis jetzt gar nicht, nein, Gar nicht. aber wir waren noch nicht länger unterwegs. Aber Da kommt so Streu drauf, glaube ich. Das wird dann anschließend Genau. getrocknet, das Feste. Genau. Pipi hält wie lange wegbringen? also wir haben einen kleinen, ich weiß nicht, ein paar Tage. Ein paar Tage, Wir ein, zwei haben jetzt Tage. einen kleinen Behälter, wir könnten noch den größeren. Krass. Ja, das heißt, das Haus, das wird jetzt nicht, die Wohnung, die wird jetzt nicht aufgelöst, aufgegeben, die bleibt, sondern Wir ihr haben habt, ein eigenes Haus. habt ein eigenes das Haus? werden wir vermieten. werdet das wenn's vermieten. klappt. So, wenn es klappt, ist das ein Teil der Finanzierung dann später? Genau. Die ihr dann Und wir habt? haben noch einen kleinen Bus, einen VW Crafter. Ah, okay. Und den möchten wir verkaufen oder vermieten während der Zeit. Das würde uns dann die Reise finanzieren. Das wäre die Idee. So, ich zeig's mal gerade, wie du dich hier rumlümmelst. Das heißt, auch wenn es mal schlechtes Wetter ist, ja, man kann hier super drin bleiben. Also der Ofen fehlt noch. Hier wäre noch ein Holzofen geplant. Okay. Aber das ist nicht, also wir müssen jetzt auch ein bisschen schauen wegen der Größe, dass es nicht zu warm wird. Und Es gibt so winzige Holzöfen, die habe ich schon genau, gefilmt. Tiny Stove. Tiny Stove, genau. Die gibt es eben auch bei dem Werkzeug.ca und da müssen wir Der hat uns die eben gebaut. noch- Ich hab Nein, der hat eine andere Der gebaut, liefert die aber auch. genau. Okay. Und jetzt müssen wir da mal hinfahren und uns genau informieren. So, wenn ihr den jetzt fertig gemacht habt, das heißt, das hier ist ja so eine Art Testreise, wo ihr das Ganze auch mal ausprobieren könnt. Ist das zweckmäßig? Ja, wir waren schon im Tessin und so, aber genau. Wie lange wart ihr weg? Jetzt? Das längste war jetzt erst 3-4 Tage auch. 3-4 Tage. Genau. Habt ihr da was gemerkt, was dringend jetzt geändert werden muss? Oder im Bis jetzt nicht, nein. Bis jetzt sind wir sehr zufrieden. Großen und Ganzen? Aber es wird sicher noch ein paar Sachen geben. Also. Der gleiche Bus steht ja so ähnlich hier auch rum. Die Ausbauten habt ihr euch angeschaut, die sind nicht so offen, oder? Genau. Ja. Teilweise wünschen die Leute das auch gar nicht. Die wollen das mit so einem Standard, da hat man da vorne seine Sitzgruppe. Genau. Das ganze Design ist sehr modern.
Also wir haben uns halt auch überlegt, man könnte hier auch später, wenn wir älter sind, mal wohnen. Das wäre so ein Tiny House. Und da willst du ja auch nicht, dass alles zu ist. Du willst Tageslicht und hell. Und wir haben uns ein paar Konzepte überlegt. Auch wir wissen ja nicht, er hat 1 Million Kilometer. Wir wissen nicht, wie lange der noch hält. Und Ich muss mal gerade hier durch, dass man mal den Platz sieht, den du hier geschaffen hast. Das ist unglaublich, wie die Leute das normal zubauen. Genau. Sag mal, wenn du jetzt sprichst, zum Beispiel mit deinem Vater oder mit den ganzen Leuten, die unterwegs sind, ein Jahr lang wegfahren, die sehen ja dann deinen Sohn nicht mehr und so. Was haben die gesagt, als ihr da gekommen seid? Haben die euch alle unterstützt? Alle gut. Alle gut. Unsere Eltern sind auch Camper, die werden uns besuchen. Wir werden uns treffen, Westfrankreich und so. Genau. Ich bin mal echt gespannt. Das heißt, ihr macht einen Blog oder YouTube irgendwas? Ich glaube nicht. Ich bin nicht so. Ich mag Kameras eigentlich nicht so gern. So Stellplätze meistens frei dann, oder? Nein, wir waren ja schon oft in den Gegenden, die wir besuchen werden, waren wir schon oft unterwegs mit einem kleineren Fahrzeug. Und die Idee ist jetzt einfach mal, das alles ein bisschen genauer, länger zu erleben. Und wir kennen jetzt schon ein paar Plätze, wo wir sicher Platz haben werden. So, Franz ist nochmal wer? Der Bus. Der Bus heißt Franz. Genau. Jetzt habe ich es. So, das heißt, die Türen habt ihr original noch drin gelassen. Hier vorne sind noch ein paar Sachen. Hast du vor irgendwas Angst vor der Reise? Nee. Was? Vor irgendwas Angst vor der Reise, wo du sagst, das ist ein bisschen unheimlich, was passieren könnte? Nachts schlafen, frei, auch kein Problem. Kennen wir ja alles schon. Wir sind schon seit Jahren unterwegs, einfach mit einem kleineren Fahrzeug. Also Das ist quasi das gleiche in grün. Also, das Einzige ist halt, das Fahrzeug hat 1 Million Kilometer. Das ist meine einzige Angst. Dass wir dann irgendwo mitten in Spanien stehen. Und das ist aber eine Technik, die kann, glaube ich, jeder reparieren, also von der Werkstatt. haben sie uns gesagt, ja, ich hoffe es. Also es wäre super. So, du hast keine Hunde? Doch, die 2 oder 3. Die 2, zeig mal. Max, Dieter? Och, sind die goldig. Die kommen mit. Die kommen mit, die beiden. Straßenköter aus Spanien und Griechenland. Zwei Straßenköter. Die sind aber, das sind Jungs, 2, oder? Ja. 2 Jungs, die da sind. Das ist auch noch eine kleine Alarmanlage, sage ich mal, so ein bisschen. Oh ja. Die sind wachsam. So, den Bus zeige ich nochmal hier von hinten. Länge sind, was hat der hier? 10 Meter. Also immer noch handlich. Ja gut, es geht ja auch 12 Meter. Wenn Das ihr wäre so jetzt. schaut, ja, ist der klein. Was ist hier unten drunter noch eigentlich? Was hast du da noch für ein Fach? Jetzt mal gucken. Also das ist für so Utensilien für unterwegs. Genau. Eine Heizung hat da vorne auch. Ja. Und hier ist noch ein Fach unten drunter. Oder ist da der Motor drin? Nein, Motor ist hinten. Hier Ja. ist Gas. Und Werkzeug reparieren. Aber muss ich auch noch, so weit bin ich noch nicht. Aber hier habe ich einfach, das Wasser kommt drauf, Strom, dann Gasfach, alles muss man abnehmen, TÜV. Ganz ehrlich, die Geschichte hat sich extrem entwickelt, seitdem wir gefilmt haben. Ich habe euch angesprochen drüben, weil du siehst ziemlich cool aus mit deiner Kappe und so. Ja, dann habe ich gedacht, komm, ich spreche die mal an. Jetzt geht ihr auf Reisen ein Jahr, habt einen phänomenalen Innenausbau hingelegt. Was sagen die Leute hier auf dem Treffen, also die reingehen? Weil der Ausbau ist ja schon sehr speziell. Also ich habe kein anderes Wohnmobil gesehen hier, das so ausgebaut ist wie euer. Also die meisten sind eigentlich von der Dusche Beeindruckt. Ja, genau. Ja. Das finden sie. Das hat man, glaube ich, so nicht gerade gesehen. Aber sonst ist ja immer so ein bisschen individuell, wie jeder will, ausbauen. Und ja. Es gab jemanden, der gesagt hat, das ist mir jetzt zu offen. War niemand hier, oder? Nein. Nee. Nein. Boah, so, wir müssen Schluss machen, aber ich bin wirklich beeindruckt. Ich wünsche euch allen denn noch eine gute Reise. Kommt mal gerade mit, wir müssen noch einen Schuss machen mit dem Sohn zusammen. Ja. Wenn ihr vielleicht die beiden Hunde noch mitnehmen könntet, das wäre lieb. Dann brauchen wir noch mal ein Startbild. 1 Jahr lang, das heißt, die Zeit, die kann dir niemand mehr nehmen, oder? Mit dem Jungen noch zusammen. 1 Jahr lang kein Einkommen. Da gibt es dann nur noch Fisch und was man findet auf dem. Ja gut, aber du kannst jederzeit zurückkommen, das Konto wieder auffüllen. Ich glaube, jeden Euro oder jeden Franken, den du da ausgeben wirst, das ist unbezahlbar. Ja, genau, das ist so.
Die sind lieb, die beiden? Ja, der hat schon, glaube ich, 2 gefressen und nein, der noch nicht. Der noch nicht. So, da kommt mal mit, da machen wir es von vorne. Drinnen habe ich ja schon einen Schuss. Achtung, Trinkgelder. Er hat es echt gut gemacht. Also ich bin wirklich beeindruckt, oder? Sicher. Du fährst ein normales Gute Wohnmobil, Leistung. was ganz anderes, oder? Ja, ein 7 Meter. Ja. Fiat. Fiat. Ducato. Hersteller, was fährst du? Fiat. Nee, von Aufbauhersteller. Ja, Sunlight. Ja. Sunlight. Okay. So, gut, wir schießen noch einmal rein. Einmal Family-Foto, 1 Jahr lang unterwegs. Ja, du auch nochmal. Ist nur fürs Startbild. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind im Wildhaus in St. Gallen. Eine Geschichte, die sich dramatisch gewendet hat. Ja. Ich dachte, ihr werdet zum Spaß hier. Jetzt geht es 1 Jahr lang unterwegs mit allen drum und dran. Ich wünsche euch viel Erfolg. Tschüss.